Hallo, da bin ich wieder. Letzte Woche gab es ja nämlich kein Video von mir, weil ich etwas erkältet war und jetzt hat sich das so ein bisschen gebessert und deswegen gibt es hoffentlich von fortan wieder jede Woche ein neues Video von mir. Und dieses Mal dachte ich, ich zeige euch meine Einkäufe der letzten 4 Wochen. Und falls ihr mein Video über meine Ziele und Ausblick 2015 gesehen habt, dann wisst ihr ja, dass ich mich dieses Jahr wieder an einem Shopping-Bann versuchen möchte. Das heißt, dass ich mir nur einen Teil, was Klamotten und Accessoires betrifft, erlaube. Und deswegen wird es wahrscheinlich, hoffentlich, jeden Monat nur ein Teil geben, was ich euch zeigen kann, mit eventuell Beauty-Sachen oder andere Sachen, die ich kaufe. Und ja, sagt mir mal, ob ihr dann monatlich immer ein Video sehen wollt oder weiß ich nicht, ob ich das dann weniger häufig machen soll. Und dann kann ich ja so ein bisschen erzählen, wie das einfach ablief mit meinem Einkaufsverhalten sozusagen im Monat. Ob ich das so leicht hingekriegt habe, nur mich für einen Teil zu entscheiden oder weiß ich nicht, kann ich jetzt noch gar nicht sagen. Aber ja, ich fange mal mit dem Teil an jetzt, was ich für Januar sozusagen gekauft habe. Und zwar war ich da auf der Suche nach ein ganz bestimmtes Paar Schuhe, das schon, also das Modell schon ein paar Saisons alt, glaube ich. Und das habe ich dann in einem italienischen Online-Shop gefunden, den ich vorher noch gar nicht kannte. Aber da gab es so einige Marken, wo die Produkte um, keine Ahnung, 50% reduziert waren. Und die Sandalen waren da auch um 50% reduziert und auch noch in meiner Größe erhältlich. Und zwar handelt es sich um diese Sandalen von Proenza Schola. Und ja, diese Riemchen-Sandalen kennt man ja schon so seit ein paar Jahren. Die haben sich irgendwie schon so relativ etabliert, würde ich sagen. Also die waren halt irgendwie mal so richtig Trend und jetzt sind sie irgendwie so ein richtiges Basic oder Must-Have im Schuhschrank, würde ich sagen. Ich hatte aber persönlich noch keinen solchen Schuh und wollte aber einen haben, der dann nicht wie alle anderen aussieht, also nicht nur schlicht schwarz hier ist, sondern irgendein kleines Detail hat. Und diese hier haben halt diese Schnallen-Applikation. Viele kennen es vielleicht von den Taschen von Proenza Schola, also von der PS11. Das ist so ein silber-goldenes Metalldetail. Und das fand ich irgendwie ganz cool, weil es trotzdem noch sehr unauffällig, also relativ unauffällig an den Schuh ist, sie aber trotzdem irgendwie zu etwas Besonderem machen, finde ich. Allgemein sind sie auch sehr gut verarbeitet, made in Italy und gefallen mir einfach super gut, sind unglaublich bequem. Also ich habe die auch in London eingeweiht auf einer Party und konnte echt sehr, sehr lange auf den aushalten, ohne irgendwelche Schmerzen zu haben, auch mit Tanzen und allem. Also den Test haben sie schon mal bestanden und sehen halt einfach optisch unschlagbar aus. Und ja, da finde ich, bin ich sehr zufrieden mit meiner Entscheidung für meinen Januarteil. Und ich verlinke euch den Shop in der Infobox, weil es da auch echt andere sehr gute Angebote gab und der Versand auch problemlos lief. Also die kamen direkt aus Florenz und ziemlich seriös erscheinend auf jeden Fall und könnte man ja mal reingucken, wenn man sich für gewisse Marken interessiert. Und ja, das war jedenfalls dazu. Und wie schon erwähnt, waren wir ja Mitte des Monats für ein paar Tage in London und wollten da eigentlich so eine ganz schnelle Spritztour durch Boots und ein paar andere Läden machen. Haben es dann zeitlich aber nur zu einem Laden geschafft, und zwar Liberty, weil das für mich die Priorität Nummer 1 war, shoppingmäßig, um da ein Parfum zu kaufen. Und wie ihr vielleicht wisst, mag ich ja total gerne das Molecule One Parfum von Accented Molecules. Und das ist, wie man sieht, schon fast leer. Und da wollte ich bei dieser Gelegenheit mal Molecule 2 ausprobieren. Und das habe ich gerade in London gekauft, weil es anscheinend irgendwie der einzige Ort ist, wo man diese kleinen Refill-Größen kaufen kann. Also wir haben in Berlin oder generell in Deutschland auch mehrere Läden, die Accented Molecules führen. Aber ich habe nirgends irgendwie die kleinen Flaschen gesehen, die halt viel günstiger sind als die großen. Beziehungsweise man will halt nicht sofort irgendwie in die 100 ml Größe investieren. Und ja, deswegen habe ich mir das dort besorgt. Es kostet 27 Pfund, also etwa 33 Euro. Aber für alle, die diese Parfummarke noch nicht kennen oder auch nicht wissen, was so diese Parfums auf sich haben, habe ich hier mal einen Artikel und da lese ich euch mal eine Stelle vor, die das Ganze so ganz gut beschreibt eigentlich. Also in der Stelle geht es jetzt um das Molecule One Parfum. Und zwar steht hier: Zum anderen reduzierte er Molecule One auf lediglich einen Inhaltsstoff, wiederum das synthetische Duftmolekül Iso-E Super. Doch wonach riecht Iso-E Super, der Duftstoff, der in beiden Düften der Serie One enthalten ist? Klingt es doch eher nach einer Benzinsorte als nach einer wohlriechenden Ingredienz.
Doch in Wahrheit verströmt dieses Molekül ein leicht holziges, warmes Aroma, ohne wirklich präsent zu sein. Es macht Düfte auf eine subtile Art haltbar und wird deshalb besonders gerne in der Haute Parfümerie eingesetzt. Fans sprechen davon, dass es die Aura eines Menschen riechbar macht und vergleichen es mit der anziehenden Wirkung von Pheromonen. Ja, also das beschreibt es irgendwie ganz gut, finde ich. Also es ist, die beiden Parfums sind sehr, sehr minimalistisch gehalten von den Inhaltsstoffen und auch von der Wirkung her, ja, wie im Text schon gesagt, irgendwie so pheromonmäßig und sehr unterschwellig. Und ich finde auch, dass man die Düfte an sich selber gar nicht so intensiv riechen kann, sie aber von anderen sehr gut wahrgenommen werden. Und der Unterschied zwischen den beiden ist, dass in den Molecule 1 dieses Isoe Super drin ist und in dem Molecule 2 ist Ambroxan drin, also irgendeine andere chemische Verbindung. Die sind sich von den Düften her aber ziemlich ähnlich. Das finde ich aber viel, viel frischer als das und das ist noch ein bisschen mehr herber irgendwie. Also das kann ich mir auch sehr, sehr gut an Männern vorstellen. Und Daisy meint aber, dass sie das geiler findet. Und ja, ich werde es noch mal weiterhin testen und mal gucken, wie ich es so finde. Auf jeden Fall finde ich beide irgendwie sehr spannend und einfach schön und besonders. So, und dann haben Daisy und ich im Internet bestellt, weil wir hier, wie gesagt, in London nicht so viel Zeit hatten, um shoppen zu gehen. Und eine Sache auf meiner Wunschliste war ein Highlighter, und zwar der Becca Shimmering Skin Perfector. Der war echt schon super lange auf meiner Wunschliste. Den wollte ich immer mal ausprobieren. Ich bin ja so ein kleiner Highlighter-Freak und probiere da gerne Sachen aus und gerade so auf Creme-Basis. Und dieses Produkt schwirrte schon länger in der YouTube-Welt herum, sage ich mal. Und nun habe ich es endlich mal bestellt und ausprobiert, weil mein Highlighter-Vorrat schon völlig ausgeschöpft war. Also habe ich mir gleich diese fette Tube gegönnt von 50 ml. Also die sollte relativ lange halten, auch wenn mein Verschleiß an Highlightern ziemlich hoch ist. Und zwar ist es so ein Highlighter in Cremeform. Und den kann man auch mit der Foundation mischen, wenn man möchte, und so sozusagen den All-Over-Glow erzielen oder eben punktuell auf die typischen Highlighter-Stellen auftragen. Und der Schimmer ist bei dem sehr, sehr schön. Also ich blende euch mal einen Swatch ein. Also ja, auf jeden Fall sehr, sehr sichtbar, aber nicht irgendwie glitzerig oder sonst irgendwas. Und das Schöne bei diesem Produkt ist auch, dass der in verschiedenen Nuancen erhältlich ist. Also eher ein bisschen goldener, ein bisschen rosa, stichiger oder ein bisschen Bronzer-artig. Also da kann man einen finden, der am besten zu dem eigenen Hautton passt. Mir gefallen die silbrigen am liebsten, weil ich finde, die sehen bei meiner Haut einfach irgendwie am natürlichsten aus. Also ich habe meinen goldenen ausprobiert und ich finde, das sieht schnell nach geschminkt aus. Und deswegen habe ich mir den in der Farbe Pearl geholt. Und also ich werde mal gucken, wie der mir so gefällt und vor allem, wie lange er sich hält auf der Haut. Und Und dann habe ich als letztes Beauty-Produkt noch ein Shampoo. Und zwar habe ich ja zusammen mit Daisy bestellt und da gab es so einen 3-für-2-Deal bei Cloran. Und da habe ich mir dieses Shampoo ausgesucht. Das ist so ein belebendes und stärkendes Shampoo für feines Haar. Und das soll eben die Kopfhaut irgendwie anregen und einfach den Haarwuchs noch so einen kleinen Schub verpassen sozusagen. Und die Shampoos von Cloran sind dafür bekannt, dass sie sehr mild für die Haare sind und für die Kopfhaut, also auch für sensible Kopfhaut geeignet ist. Die basieren so auf Pflanzenextrakten und Phyto ist ja auch eine Marke, die ich ganz gerne benutze und die ebenfalls so auf Pflanzenbasis ist. Und da probiere ich mal dieses Produkt aus, wie das so wirkt und Als allerletztes habe ich noch ein Produkt, was gar nichts mit Fashion oder Beauty zu tun hat und zwar eher ein technischer Einkauf ist. Und zwar haben wir uns ein neues Objektiv zugelegt und zwar das Canon 28mm 1.8 und eigentlich wollte ich das 1.4, aber das ist so unglaublich unbezahlbar. Beziehungsweise mindestens doppelt so teuer wie dieses hier. Wir waren nämlich auf der Suche nach einem Weitwinkelobjektiv beziehungsweise ein Objektiv, was irgendwie mehr Spielraum gibt, was den Bildausschnitt betrifft und da fiel unsere Wahl dann auf das 28mm Objektiv, weil das für unsere Crop-Kamera, wir haben halt keine Vollformatkamera, noch einen guten Weitwinkel-Effekt erzielt, ohne aber das Objekt, was fotografiert wird, krass zu verzerren. Und das war dann auch in der Preisklasse, die wir auch bereit waren zu zahlen sozusagen. Und ich kann euch ja mal ein paar Fotos einblenden, die mit diesem Objektiv gemacht wurden. Also ich finde, das ist ganz gut geeignet für Outfit-Fotografien, aber auch für so Landschaftsaufnahmen. Oder auch bei Events ist es dann, glaube ich, ganz praktisch. Also im Vergleich zu dem
50 mm Objektiv, wo man halt wirklich sehr viel Abstand halten muss von dem Objekt, was man fotografieren möchte. Jedenfalls, wenn man eine nicht Vollformatkamera besitzt, so wie wir. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Objektiv. Es ist gut verarbeitet, der Autofokus ist sehr zuverlässig und schnell, also auf jeden Fall zuverlässiger als von Sigma. Und ja, mal sehen, was sich da noch so ergibt oder was wir damit noch so ein bisschen ausprobieren. Ja, das waren all meine Einkäufe aus dem Monat Januar. Da kamen doch so ein paar Teile zusammen, obwohl ich mich wirklich an dem Shopping-Bann gehalten habe und nur ein, ich nenne es jetzt mal Fashion Piece gekauft habe. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss! Okay.